Hallo liebe YouTube-Gemeinde, das ist es jetzt also. Das ist das erste Kapitel von dem Bogenbau-Tutorial und in dem ersten Kapitel soll es um das Holz gehen. Ich möchte euch so ein bisschen rund um das Thema Holz aufklären. Was kann man von einem Bogenholz erwarten? Was muss man von einem Bogenholz erwarten? Was passiert in einem Bogen, wenn der Bogen geschossen wird? Welche Spannungen treten auf? Zugkräfte, Druckkräfte, alles Mögliche. Und damit legen wir los. An erster Stelle müssen wir uns natürlich fragen, was jetzt ein Bogenholz wirklich zu einem Bogenholz macht. Und da kommen wir an erster Stelle zu der Langfaserigkeit. Die Holzfasern eines Holzes sind äußerst wichtig. Kurze Holzfasern können den entstehenden Druck- und Zugbelastungen nicht standhalten und werden über kurz oder lang nachgeben. Ein Beispiel für kurzfaseriges Holz ist zum Beispiel Buche. Der Vorteil von langen Holzfasern ist, dass sie höhere Druck- und Zugbelastungen aushalten. Dies liegt maßgeblich daran, dass die einzelnen Fasern untereinander wesentlich besser verbunden sind. Die Länge der einzelnen Fasern ergibt nämlich eine größere Kontaktfläche zu der Nachbarfaser. Daher sind lange Fasern ein wichtiges Kriterium für gutes Bogenholz. Aus dieser Langfaserigkeit resultiert dann, dass ein Bogenholz besonders zugstark ist. Man muss dazu sagen, die meisten Hölzer, die wir zum Bogenbau benutzen, sind sehr zugstark, allerdings nicht sehr drucktolerant. Dazu habe ich auch mal ganz kurz eine Grafik angefertigt und werde das kurz erläutern. Wenn man sich nun einen Bogen gebaut hat und diesen dann aufspannt und auszieht, passieren verschiedene Dinge im Holz. Auf der einen Seite, der Außenseite des Bogens, wird das Holz auseinandergezogen. Hier tritt also Zugbelastung auf. Auf der anderen Seite, das ist die Innenseite oder Bauchseite des Bogens, wird das Holz komprimiert. Dies habe ich einmal mit grünen und roten Pfeilen verdeutlicht. Aber schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Hier habe ich einmal einen Wurfarmbereich herausgenommen und vergrößert dargestellt. Die roten Bereiche auf der Unterseite sind die Bereiche, die bei dem Biegevorgang gestaucht werden. Hier tritt Druckbelastung auf. Die grünen Bereiche hingegen sind die Bereiche, wo das Holz auseinandergezogen wird. Hier tritt Zugbelastung auf. Und dann haben wir da auch noch den gelben Bereich. Das ist der Bereich, auf den gar keine der beiden Kräfte wirken. Die sogenannte neutrale Faser. Ich habe hier 3 verschiedene Szenarien angefertigt. Im ersten Fall liegt die neutrale Faser in der Mitte. Das bedeutet, dass das Holz gleich stark auf Zug und auf Druck belastet wird. Der grüne Bereich ist in etwa so groß wie der rote. Im zweiten Fall liegt die neutrale Faser sehr nah am Bogenrücken. Der Bogenrücken wird also nicht so stark auseinandergezogen. Die Zugbelastung ist gering. Auf der anderen Seite jedoch ist die Druckbelastung, die das Holz aushalten muss, extrem hoch. Der rote Bereich ist daher viel größer. Im dritten Szenario haben wir das genau gegenüberliegende Extrem. Die neutrale Faser liegt sehr nah am Bogenbauch. Das bedeutet, dass der Bauch nicht sonderlich stark komprimiert wird, der Bogenrücken hingegen muss einer ungleich höheren Zugbelastung standhalten. Ich hatte eben schon erwähnt, dass die meisten Bogenhölzer spielend leicht mit den entstehenden Zugbelastungen umgehen können, aber auf Druckbelastungen eher negativ reagieren. Holz ist in der Regel doppelt so zugstark wie drucktolerant. Aus diesem Grund ist es wichtig, die neutrale Faser mehr in Richtung Bogenbauch zu verschieben. Dies kann man zum Beispiel durch den Querschnitt des Bogens erreichen, dazu aber später mehr. Was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass die Außenseite des Bogens verletzt wird, denn sie wird ja auseinandergezogen. Jede kleine Verletzung kann hier dazu führen, dass der Rücken nachgibt und der Bogen bricht. Wichtig ist für ein gutes Bogenholz also, dass es den auftretenden Kräften bei Biegebelastungen standhält und nicht nachgibt. Daher sind lange Holzfasern ein wichtiges Merkmal für gutes Bogenholz. Natürlich spielen aber nicht nur Holzfasern eine Rolle, sondern auch Faktoren wie zum Beispiel der Zellulose oder der Ligninanteil im Holz. Zur Holzzusammensetzung werde ich allerdings noch einmal ein grundlegendes Video drehen, welches ihr dann unter diesem Link hier finden könnt. Was für Bogenhölzer immer ganz besonders wichtig ist, ist die sogenannte Rückstellkraft. Auch das habe ich einmal etwas genauer veranschaulicht. Die Rückstellkraft unter den Bogenhölzern variiert recht stark. Doch
Was ist Rückstellkraft überhaupt? Recht simpel erläutert ist das die Effektivität eines Bogenholzes. Veranschaulicht habe ich das hier einmal mit einem Stück Kabel und einem Lineal. Das Kabel wird ausgelenkt und dann losgelassen. Es bewegt sich nur langsam zurück in seine Ausgangsposition. Das wäre nun ein Beispiel für eine recht geringe Rückstellkraft. Das Lineal hingegen schnellt ziemlich zügig wieder in seine Ausgangsposition zurück. Das Lineal hat also eine höhere Rückstellkraft als das Stück Kabel. Nun, wen wundert das auch? Aber bei Holz ist das ganz ähnlich. Es gibt Hölzer, die eine ungemein hohe Rückstellkraft haben. Osage Orange oder Eibe in guter Qualität zum Beispiel. Weide hingegen ist, was die Rückstellkraft angeht, echt eine lahme Krücke. Auch innerhalb der einzelnen Holzsorten gibt es Unterschiede bei der Rückstellkraft. Bei einem Stück kann sie ungemein hoch sein und beim nächsten Stück wieder nur durchschnittlich. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Man unterscheidet dann in exzellente Holzqualität und normale. Haselnuss ist ein Holz, das sich nicht durch eine besonders herausragende Rückstellkraft auszeichnet. Allerdings liegt sie im guten Mittelfeld und das reicht auch vollkommen aus. Ihr seht also, dass Bogenholz verschiedene Voraussetzungen erfüllen muss. Nicht zuletzt ist da noch entscheidend, dass das Holz ein gewisses Gewicht hat. Es gibt natürlich leichte Hölzer und schwere Hölzer. Wenn man jetzt ein besonders leichtes Holz hat, was besonders zugstark ist, besonders druckstabil, eine hohe Rückstellkraft hat, dann kann man eigentlich davon sprechen, dass man Eibe in der Hand hat. Ganz einfach, weil das genau auf Eibe zutrifft. Deswegen ist Eibe auch ein so schönes, tolles Bogenholz. Auf Hasel trifft das Ganze aber auch einigermaßen zu. Wir haben hier den Vorteil, dass Haselnuss besonders zugstabil ist. Druckstabil ist es nicht ganz so. Das werden wir nachher noch ein bisschen erläutern. Auf jeden Fall ist es besonders wichtig, ganz am Ende das Holz dann auch noch richtig zu trocknen. Ich hatte das schon ein paar Mal in den Kommentaren erläutert. Wenn man Holz zu schnell trocknet, dann hat man ganz einfach ein Problem, dann wird es zu spröde. Allerdings gibt es da auch Ausnahmen, wie zum Beispiel beim Haselnuss. Den kann man nämlich relativ gut schnell trocknen. Warum habe ich mich jetzt also gerade für Haselnuss als das Holz entschieden, womit wir hier in diesem Bogenbau-Tutorial arbeiten? Das hat mehrere Gründe. Zum ersten ist Haselnuss eigentlich relativ leicht beschaffbar. Es wächst überall. In fast jedem Wald ist irgendwie Haselnuss zu finden, in vielen Stadtparks auch. Da kommt man also relativ leicht dran. Ein weiterer Vorteil ist, dass Haselnuss forstwirtschaftlich überhaupt gar nicht genutzt wird. Haselnuss stellt da gar keinen besonderen Wert dar. Wenn Haselnuss irgendwo mal am Wegesrand gefällt wird, dann wird er in kürzester Zeit eigentlich zur Holzhackschnitzeln verarbeitet und dann der thermischen Verwertung zugeführt. Also haben wir da auch einen Vorteil. Wir kriegen da jetzt keine Probleme, wie zum Beispiel bei Esche. Wenn man Esche fällen möchte, dann muss man da möglicherweise was für bezahlen. Bei Haselnuss ist das meistens nicht so ganz einfach, weil das Interesse der Holzwirtschaft an Haselnuss nicht groß ist. Ein weiterer Pluspunkt von Haselnuss ist die Wuchsform. Und zwar wächst Haselnuss ja, wie ihr alle wissen solltet, in einer Strauchform, nicht als Baum. Das heißt, man hat beim Ernten oder Fällen gar nicht so große Probleme, weil man relativ kleine Äste nur abmachen muss. Der Vorteil dabei ist, dass die Äste sehr gerade wachsen und meistens nicht allzu viele Äste haben. Das kommt den Anfängern im Bogenbau auf jeden Fall sehr zugute. Was den Anfängern unter euch zugute kommt, ist, dass Haselnuss relativ leicht bearbeitbar ist. Wir haben keine großen Probleme damit, mit einer Raspel oder einem Ziehmesser das Holz zu bearbeiten. Es ist dahingehend also relativ anfängerfreundlich. Jetzt etwas, was die ganz besonders Ungeduldigen unter euch freuen wird. Haselnuss ist auch ein Holz, was man relativ gut schnell trocknen kann. Das heißt, man muss nicht den Stamm über ein halbes Jahr in einer Ecke trocknen lassen. Man kann mit einem Verfahren, was ich euch natürlich noch erklären werde, die Trocknung beschleunigen, ohne dass große Qualitätsverluste beim Holz ganz einfach auftreten. Das heißt, man hat innerhalb von 3 bis 4 bis 5 Wochen ungefähr hat man dann sein Bogenholz so weit trocken, dass man das Ganze bearbeiten kann. Summa summarum kann man also sagen, Haselnuss ist ein sehr gutes Anfängerholz. Gerade auch, weil Haselnuss, darauf müsst ihr euch einstellen, nicht unbedingt sehr fehlerverzeihend ist. Aus Haselnuss macht man immer ganz gute Bögen, selbst wenn man Fehler macht, aber man merkt, welche Fehler man gemacht hat und das wird sich in Form von Stauchrissen möglicherweise niederschlagen und man hat dann die Möglichkeit, sich wirklich an Haselnuss so weit hochzuarbeiten, dass man irgendwann diesen ganzen Ablauf des Bogenbaus perfektioniert hat und dann auch wirklich weiß, wie man einen Bogen baut. Und dann kann man möglicherweise weitermachen mit einer Esche, mit einer Eibe oder ja, mit einer Robinie, was einem halt gerade unter das Ziehmesser fällt. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage zu klären, warum ich hier mitten in einem verschneiten Wald rumstehe. Dem schlauen Zuschauer wird aufgefallen sein, dass Winter ist. Das merkt man an dieser komischen weißen Schicht auf dem Waldboden. Es ist besonders wichtig, dass Bogenholz, besonders Haselnuss, im Winter geerntet wird. Und das hat auch verschiedene Gründe. Als ersten Grund möchte ich ins Feld führen, dass im Winter geerntetes Holz einfach viel weniger Zeit zum Trocknen braucht. Warum ist das so? Ganz einfach. Im Herbst, wenn der Haselstrauch beginnt, seine Blätter fallen zu lassen, ziehen sich die flüssigen Bestandteile unter die Erde in die Wurzeln zurück.
Dies geschieht maßgeblich, weil der Haselstrauch versucht, Wasser und die wichtigen Nährstoffe über den Winter zu bringen. Im Winter, besonders in der Zeit von Januar bis Februar, ist also die ideale Zeit, um Holz zu schlagen. Denn hier hat das Holz besonders wenig Holzfeuchte. Der zweite Grund hat mit der Stabilität des späteren Bogens zu tun. Verdeutlichen wir uns noch einmal, dass die Oberfläche des Bogens auf der einen Seite auseinandergezogen wird und auf der anderen hingegen gestaucht. Da in den meisten Fällen die erste Schicht unter der Rinde als Bogenrücken dient und diese später der Zugbelastung ausgesetzt ist, ist es wichtig, dass diese Seite dieser Kraft auch standhalten kann. Die ganze Problematik wird klar, wenn wir uns einmal anschauen, wie ein Jahresring im Verlauf eines Jahres vom Haselstrauch aufgebaut wird. Im Frühjahr beginnt im Kambrium, das ist hier die grüne Schicht zwischen Rinde und altem Jahresring, das Zellwachstum, der Anfang eines neuen Jahresringes. Zu Beginn des Jahres befördert der Haselstrauch die Nährstoffe und vor allem damit verbunden die Flüssigkeit in Richtung Krone, damit sich die Knospen öffnen und neue Blätter ausgebildet werden können. Das schlägt sich auch in der Beschaffenheit des Holzes nieder. Im Frühjahr werden Holzzellen ausgebildet, die den Wassertransport unterstützen. Bei manchen Hölzern werden zusätzlich Gefäße für den Wassertransport ausgebildet. Das sind die hellen Punkte in diesem Aquarell hier. Zwar bildet Haselnuss im Frühjahr nicht mehr Wassergefäße aus als im Rest des Jahres und gilt deshalb als zerstreutporig, aber der Jahresring ist immer noch sehr dünn. Daher kann es sein, dass er den späteren Zugbelastungen noch nicht gewachsen ist. Im Sommer ist das schon anders. Der Jahresring ist inzwischen weiter angewachsen. Wir rufen uns nochmal in Erinnerung. Holz ist im Allgemeinen doppelt so zugstark wie drucktolerant. Ein im Sommer geernteter Hasel ist schon für den Bogenbau zu gebrauchen. Der Ring würde die Zugbelastung halten. Allerdings steht der Strauch nun in vollem Saft. Die Trocknungszeit verlängert sich und auch reißt das Holz beim Trocknen schneller ein. Im Herbst hingegen ist der Jahresring fast fertig. Hatte der Baum ein gutes Jahr, ist der Ring auch dementsprechend dick. Gegen Ende Herbst fährt das Kambrium seine Aktivität zurück und der Strauch beginnt die Nährstoffe mit der Flüssigkeit wieder Richtung Erdreich zu leiten. Der Jahresring wächst in dieser Zeit nur noch minimal. Im Winter dann ist der Jahresring komplett fertig. Dicker wird er nicht mehr werden. Zudem ist das Holz nun minimal feucht, sodass die perfekte Erntezeit im Januar und in der ersten Hälfte des Februars liegt. Wenn ihr jetzt auf der Suche nach Bogenholz seid und nicht unbedingt Haselnuss nehmen wollt, das bleibt euch natürlich selbst überlassen, stellt sich die Frage, wo bekommt man Bogenholz her? Und da gibt es natürlich mehrere Anlaufstellen. Wenn man jetzt nicht unbedingt im Internet kaufen möchte, bei Bogenholzhändlern, das ist zum Beispiel ein Weg, kann man sich an die örtlichen Einrichtungen widmen, wie zum Beispiel das Forstamt, kann dann nett nachfragen, wie das denn aussieht, ob man irgendwo eine Esche fällen darf, gegen Geld wahrscheinlich dann im Endeffekt, oder ob man sich irgendwo eine Haselnuss abmachen darf. Oder man geht in die Gärtnerei in seinem Dorf oder in der Stadt, fragt da nicht nach, weil die meistens auch den Baumschnitt übernehmen und man da dann eine kleine Liste liegen lässt, zum Beispiel mit Hölzern, die man sucht. Das habe ich auch gemacht. Und hin und wieder kommt da mal ein netter Anruf, wenn die Leute dort das Ganze nicht vergessen haben, und man bekommt ein bisschen Bogenholz ab. Das wäre die eine Möglichkeit. Wenn ihr jetzt mit Haselnuss starten wollt, dann empfehle ich euch, wie auch schon in dem ersten Video, wirklich die Wanderschuhe anzuziehen, mal rauszugehen und sich im Wald umzuschauen. Hier hinter mir stehen überall Haselnusssträucher und ich könnte mir rein theoretisch überall einen abmachen, weil ich das Ganze schon rückgeklärt habe. Wie gesagt, Haselnuss wird ja nicht bewirtschaftet, das heißt, die Förster haben da nichts dagegen, wenn ihr jetzt da mal 1 oder 2 Äste abmacht. Allerdings müsst ihr natürlich vorher fragen. Und wie ihr fragen sollt, das erkläre ich auch noch mal ganz kurz. Also in erster Linie ist es so, wenn man nach Bogenholz fragt, beziehungsweise wenn man danach fragt, ob man sich irgendwo einen kleinen Haselnussast abmachen darf, dann sollte man natürlich in erster Linie nett und höflich rüberkommen. Wer patzig ist oder das Ganze nicht so gut rüberbringt, der hat meistens schlechtere Chancen. Ganz wichtig ist es auch, darüber zu informieren, was man überhaupt machen möchte. Man geht also eigentlich normalerweise zu den Leuten hin und sagt so: Schönen guten Tag, ich bin der Herr Adamus Minor und ich würde ganz gerne da hinten bei Ihnen im Wald einen kleinen Haselnuss abmachen, denn ich möchte mir daraus einen Bogen bauen. So, die erste Reaktion, die darauf kommt, ist meistens: Oh ja, das ist ja interessant, erzählen Sie mal. Und dann muss man halt so ein bisschen erzählen, was man damit wirklich machen möchte, wie man darauf gekommen ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich dann erwähnen, das ist auch alles egal. Und in den seltensten Fällen wird man da irgendwie abgewiesen und dann hat man eigentlich sein Ziel schon erreicht. Man darf es natürlich nicht übertreiben. Wenn man sagt, ich möchte einen Haselnuss abmachen, dann sollte man auch wirklich nicht mehr als einen Haselnuss abmachen. Man sollte da jetzt keine Komplettrodung vornehmen, sage ich jetzt mal so. Und das ist eigentlich die gesamte Sache, wie man es machen sollte. Also bleibt höflich, informiert die Leute, nett sein und dann läuft das eigentlich.
Ja, liebe YouTube-Freunde, das war's auch schon wieder mit Kapitel 1 meines Bogenbau-Tutorials. Ich hoffe, ihr habt eine Menge gelernt über das Thema Bogenholz, was Bogenholz leisten kann und was Bogenholz leisten muss. Wir sehen uns dann im nächsten Kapitel wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.